ob ihr es glaubt oder nicht, ich sehe heute das erste Mal die Legoland-Parade und das auch nur vom Miniland aus hinter einem Zaun. Rita lacht blöd. Das liegt daran, dass ich sonst entweder immer irgendwo in einem Geschäft war oder noch kurz einen Kaffee holen oder sowas geschickt worden bin. Unsere Kaffeezeit, ja, immer wenn die Parade kommt. Also um 16 Uhr haben sie noch immer diese Parade. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was erkennen. Es läuft auf jeden Fall die ganze Zeit diese Musik. Und sie haben so coole Festwagen. Es ist auch gegen das Licht gefilmt, also perfekt. Ich wollte vielleicht mal einen Videodrehkurs belegen. Das wäre doch mal ein Weihnachtsgeschenk. Aber sie haben auf jeden Fall total coole Wege hier und die Mitarbeiter tanzen und jeder ist gut drauf. Also hier Feuerwehr. Ich wollte gerade da nach vorne gehen, aber es ist alles abgesperrt und da würde ich noch schlechter sehen. Deswegen bleiben wir jetzt mal hier. Außerdem macht Rita gerade eine Pause. Hatte ein bisschen einen Anfall leichter Müdigkeit jetzt, was aber ganz normal ist, denn wir sind heute um 5 Uhr aufgestanden und ja, jetzt ist es schon Nachmittag. Das erste Mal seit Jahren nach der Uhrzeit gefragt worden. Aha. Was hast du gesagt? Es ist 4 Uhr oder was hast du gesagt? 4:45. Wir genießen hier noch ein bisschen die Parade und schauen dann noch mal eine kleine Runde, was es sonst noch zu sehen gibt heute. Wir gehen noch eine Runde durch das Areal und leider auch an der Drachenachterbahn vorbei, die ja noch immer nicht fährt. Wahrscheinlich noch ein Zeitl nicht fährt. Aber heute extrem ruhig hier im Ritterteil, schau mal. Ja, aber auch weil eben Prinz Eisenherz und der gute Ritterschmaus auch nicht offen haben. Also seitdem das passiert ist, glaube ich, hatten die nicht mehr offen. Was natürlich sehr, sehr schade ist, da das eines unserer Lieblingslokale war. Und passend dazu ist mir gerade eingefallen, ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, dass während der Parade der Zug nicht fährt. Was Sinn macht, weil die ja überall herumkurven. Richtig. Es warten schon wieder jede Menge Leute auf den Zug, habe ich gerade gesehen. Das heißt, die ersten paar Fahrten sind wahrscheinlich gut gebucht. Wir haben jetzt aber gesagt, wir stellen uns dort nicht an. Wir gehen jetzt lieber noch eine Runde. Ihr kommt hoffentlich mit in den wunderbar gestalteten Ritterbereich. Dann gibt es noch Piraten, wenn euch das interessiert, Ägypter, vielleicht auch noch den ein oder anderen Ninja. Ja. Und ja, vielleicht fahren wir sogar auch noch irgendwo mal mit einer Bahn. Ich weiß nicht, wir sind heute noch gar nichts gefahren, außer 4 Stunden oder fast 5 Stunden mit dem Zug. Irgendwie hätte ich Lust auf die Safari-Tour, auch weil da vielleicht nicht ganz so viel Leute anstehen. Ich bin auf jeden Fall am Schauen wegen dieser kleinen Drachenjagd. Lass mich mal nach vorne gehen, während du den Leuten was Nettes erzählst. Na, da sind wir ja gespannt. Christoph hat jetzt übrigens den Rucksack an sich genommen, nachdem die schweren Cafés draußen sind. Ja. Wie viel? 40? Ja, also wir müssen unsere Zeit heute hier, dadurch, dass wir doch, wir können den Parkeintritt natürlich ausreizen heute, aber wir haben gesagt, wir fahren vielleicht mit dem Zug heim, der ungefähr um 19 Uhr nach Hause fährt, oder Richtung nach Hause, fährt nach München. Und das heißt für uns aber, dass wir das Legoland um 18 Uhr verlassen müssen, was mich sehr traurig stimmt natürlich. Es ist jetzt fast 4:30, also wir können eigentlich jetzt vor 18 Uhr, damit wir zum Bus kommen. Wäre nicht schlecht, ja. Es wäre auch noch möglich, 1 oder 2 Stunden später zu fahren, aber wir haben gesagt, wir wollen auch Tim zuliebe nicht so spät nach Hause kommen. Er schläft zwar dann wahrscheinlich eh schon, aber das muss dann wirklich nicht sein. Der Oma zuliebe, die aufpassen. Ja, die heute den ganzen Tag von 6 Uhr in der Früh bis, keine Ahnung, fast Mitternacht auf ihn aufpassen muss. Ja. Da haben wir gesagt, das müssen wir nicht ganz ausreizen. Das heißt, wir haben jetzt noch ungefähr 1,5 Stunden Zeit und da würde uns natürlich, weil teilweise ja auch die Wartezeitanzeigen nicht stimmen, würde es uns wehtun, wenn wir da jetzt, keine Ahnung, 1 Stunde in der Warteschlange stehen, wo wir doch viel lieber hier nochmal eine kleine Runde gehen und mit euch... Entschuldigung für die schlechte Kameraführung, aber manchmal huschen die Leute einfach, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, zwischen mir und Christoph durch, obwohl da eh nicht viel Platz ist. Ihr habt gesagt, sie soll wieder mehr filmen, also macht sie das. Sie verweigert mir eh den Powerbilder, obwohl, glaube ich, die Wartezeit dort nur 15 Minuten wäre, aber sie ist dort nicht reinzubringen. Was jetzt dann gefilmt wird, der gute Drache da vorne, der Christoph immer filmt.
Und das war auch so lustig, am Campingplatz haben Kinder beim Zähneputzen am Abend schon die Sprüche von diesem Zirkusdirektor aufgesagt und das finde ich total cool. Ich will, dass Tim das auch mal wir hören ihn schon, ihr wahrscheinlich noch nicht, aber wenn wir weiter hingehen, hört ihr ihn. Ja, denn die Drachen zahlen das Doppelte oder so. Ja, jetzt ist natürlich, kaum stehen wir hier, ist die Einspielung wieder vorbei, aber das sind einfach total nette Aufbauten. Es sind zwar schon, wenn man genau hinschaut, ein bisschen vergilbt zum Teil, aber das liegt halt daran, dass die schon seit 20 Jahren hier stehen. Und für das haben sie sich eigentlich bei Wind und Wetter, wir haben gehört, der Winter kann in Günzburg auch ganz schön verschneit sein, super gehalten. Mich würde interessieren, ob die irgendwie abgedeckt werden im Winter. Auf jeden Fall sind sie immer im Regen, immer in der Sonne. Für das, da seht ihr mal, Lego halt doch, was es verspricht. Ganz gutes Material also. Ich glaube, wir füllen jetzt kurz unsere Wasserflasche dort hinten beim Turm auf. Oder ich mache das. Ihr könnt ja gerne mit Rita noch hier bleiben, wenn ihr Interesse habt. Hört euch auf jeden Fall den Dino noch an. Dinosaurier berechnen das Doppelte, wenn sie so hart arbeiten müssen. Aber wie sieht's mit den Farben aus? Rot genug? Oder muss da mehr Wasser dazu? Hey, Judah, hör auf mitzuspielen. Wir müssen die Show fertig kriegen. Rita wollte hier mit der Dschungelexpedition und Johnny Thunder fahren, aber leider laut Anzeige 60 Minuten Wartezeit. Und so viele Leute wie dort stehen, glaube ich das auch, weil wir haben da letztes Mal auch eine Stunde gewartet. Jetzt schauen wir mal ins Land der Pharaonen, was dort oben bei der Baustelle so abgeht. Und vielleicht kann man ja schon erkennen, welcher Themenbereich das neue Areal wird. Das wäre ja mega. Mal gucken. Mal gucken. Mhm. Und ich bin noch immer so im Modus drin, dass ich mir denke, ja, jetzt geht's ab an den Campingplatz. Oh. Weil wohnen wir dort leider gar nicht mehr. Nein. Weil ja hier der Eingang zum Feriendorf ist, was ihr sicher wisst, hier drüben. Heute auch, jetzt werden die Wartezeiten auf einmal, obwohl es mir ruhig vorkommt, länger. Heute stehen sie auch bei der Tempelexpedition bis hier heraus. Ich glaube, da sind wir überhaupt noch nicht gestanden. Ja, aber sie stehen nicht die ganze Schlange durch. Sieht so aus, als wäre die Wartezeit hier verschmerzbar. Das ist ein Bereich, der mir auch immer sehr gut gefällt, hier bei den Pharaonen. Wir schauen jetzt mal kurz zur Baustelle. Schweres Gerät hier am Start bei der Baustelle. Und wir sehen hier ein bisschen was Neues. Rita ist ganz gespannt, ob das nicht das legendäre Ninjago Hotel wird. Also, wenn wir hier mal durchschauen, diese Konstruktion hier auf der Seite war auf jeden Fall letztes Mal, und das ist 2 Wochen her, noch nicht da. Wird das ein Haus oder wird das eine Bühne? Also hier kommt dieser neue Parkbereich hin, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Und jedes Mal gibt es hier große Fortschritte. Wir sind schon wahnsinnig gespannt, welcher Bereich das hier wird. Wenn ihr mehr wisst, gerne her damit. Schreibt uns einen Kommentar oder in die Nachrichten. Aber es sieht wirklich aus wie ein Haus. Weil jetzt das so viereckig ist und oben hier das Dach so zusammengeht. Vielleicht erklärt, wie ein Haus aussieht. Aber ganz richtig, das sieht ähnlich aus vom Aufbau wie die Ninjago Hotels. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Sieht aus wie ein Haus. Ja. Doch die Ninjago Hotels. Also wenn das Ninjago Hotel wird, dann frisst Rita einen Besen. Und dann musst du unsere gesamten Lego-Einkäufe für 1 Jahr bezahlen. Haben wir mal, vielleicht erwischen wir mal einen Bauarbeiter hier, der uns verrät, was hier gebaut wird. Auf jeden Fall schöner Fortschritt und wir hoffen, dass hier nächstes Jahr eröffnet wird. Ja, das Ninjago Hotel. Ich habe Rita gefragt, was sie tun will, ob sie noch einen Kaffee trinken will. Sie hat verneint und mir gesagt, dass sie lieber mit Johnny Thunder eine Runde fahren will. Deswegen finden wir uns jetzt im Wartebereich der Tempelexpedition wieder. 5 Minuten Wartezeit, wo wir gespannt sind, ob das stimmt. Aber ich glaube, das könnte wahr sein, weil es drinnen meistens relativ schnell geht. Außerdem sind ja Leute, die wieder aus der Schlange rausgehen. Umso besser für uns. Sie fühlt sich von Johnny Thunder. Also hier 5 Minuten, wenn ihr es sehen könnt, bei der Tempelexpedition. Und ja, auf der Fahrt darf man nicht filmen, aber vielleicht wart ihr schon mal im Disneyland bei Captain Bass. Sehr ähnlich. Man darf schießen. Ägyptischer. Ich schaue mir die Fahrt immer lieber einfach so an. Templisch.
ist der böse Baron und auch wahrscheinlich Johnny Thunder bezwungen. Übrigens, Rita hat gewonnen beim Punktekampf. Sind wir schon auf einer Safari-Tour, wo Rita die Fahrerin ist. Und mir gefallen hier die Aufbauten einfach wahnsinnig gut. Keine Servolenkung. Ja, alles natürlich aus Legosteinen. Das Einzige, was hier traurig ist, ist, dass die Fahrt viel zu schnell vorbei ist. Ja. Aber Rita, du machst dich wirklich ganz gut. Du hältst auch formidabel die Spur. Danke. Ich weiß nicht, in welcher Fahrschule du deinen Führerschein gemacht hast, aber die kann man ruhig weiterempfehlen. Hier auch bravourös bei den wild gewordenen Affen vorbei. Und auch die Schlange kann uns nichts anhaben. Wirklich eine schöne, schöne, nette Fahrt, diese Safari-Rundfahrt. Ja. Jetzt kommt dann das Foto. Ja. Wo auch immer das Foto kommt. Das habe ich noch nie aufgefallen. Ich wollte gerade sagen, wie erfrischend wäre jetzt ein kühles Bad bei unseren Freunden, den Piraten. Ja. Aber bei 60 Minuten auf der Tafel kommt wahrscheinlich noch etwas dazu. Und Rita ist irgendwas aufgefallen. Moment. Ja. Hat fast 30 Grad jetzt, kommt mir vor. Nicht viel weniger auf jeden Fall. Was ist dir aufgefallen? Ist dir das Nest schon mal aufgefallen? Nein, und das sind genau diese Dinge, die dazu beitragen, dass ich das Legoland einfach sehr, sehr gerne habe, weil sie immer wieder auch für regelmäßige Parkbesucher wie uns was parat haben. Es ist nicht nur hier dieses Vögelchen im Gebüsch, sondern er hat auch ein echtes Nest mit Lego-Eiern. Eine Hornisse ist auch Und eine Hornisse ist auch dort, die filmen wir lieber nicht, sondern warten, bis das nächste Boot hier den Sturzbach runterkommt. Kann nicht mehr lange dauern. Dieser Mann steht auch schon ganz akribisch mit seiner Kamera hier und wartet drauf, auf diesen Moment. Ja, jetzt ist es soweit. Ja, sehr, sehr toll. Eine wirklich schöne Fahrt, wenn nur die Wartezeit etwas besser wäre. Aber gut, wir sind genügsam und schauen vielleicht mal zu unseren Freunden, den echten Piraten dort drüben. Ja, sie schon spielen. Also wenn ich nochmal heiraten würde, ich würde diese Band hier engagieren. Keinen DJ, Ja, sondern diese Band. super gemacht, ja, sehr schön. Schauen wir noch rüber zu den Booten. Ritas Mutter hat gesagt, dass wir heute in ihrem Namen damit fahren müssen. Ich weiß es jetzt nicht, was Rita sagt. Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit hier, bevor wir uns dann zum Bus aufmachen müssen. Aber ihr seht, hier ist schon wieder volle Action. Ein Kapitän hier oben ohne, der die Kinder auf beiden Seiten des Bootes delegiert, wo sie hinspritzen sollen. Und es scheint, als wären wieder gute Leute hier am Start, denn die Leute in den Booten sind pitch. Ja, das heißt speziell heute ist hier dieses kleine Motorbootfahren zu, aber dort drüben die Spritzpistolen sind, wie ihr seht, eingeschaltet. Oh ja, und da ist Wahnsinn. wirklich ein Betrieb. Wahnsinn. Also da wird man ganz schön nass. Ja. Und Rita hat schon gesagt, sie will nicht komplett nass in den Zug einsteigen. Nein, Deswegen denke ich mal, dass wir heute nicht damit fahren werden. ins Auto ja, aber in den Zug. Ja, mit Aber vielleicht noch zu den Ninjas runterschauen. Was hältst ich du finde ja immer die Männer so super, die dann ohne in den Booten schon drinnen sitzen. Ich weiß nicht, wo die T-Shirts haben. Aber weißt du, wenn ich das tun würde, Traum, wenn ich das tun würde. Ja, Rita, verboten. Das ist leider verboten. Ja. Und bleibt nur echten Piraten. Rita wäre jetzt fast bei ihrem Freund Mr. Wu vorbeigegangen. Jetzt hat sie ihn wieder gesehen, aber sie hat ja gestritten. Sie haben ja auch nicht nur ich habe mit Rita Beziehungsprobleme oder Eheprobleme, sondern auch Rita mit Mr. Wu, weil er letztes Mal auf andere Damen geschaut hat. Und er hat sich in den letzten 2 Wochen kaum gemeldet.
Ja. Deswegen, nein. Das ist wahr, ja. Übrigens, wir waren gerade sehr verwundert. Es ist schon sehr ruhig hier hinten im Ninja-Bereich. Ninjago the Ride hat schon geschlossen. Wir waren sehr verwundert, warum das der Fall ist. Und ich glaube, es liegt daran, es ist jetzt nämlich genau 17 Uhr. Und das Legoland macht heute nicht um 19 Uhr zu, wie ich geglaubt habe, sondern schon um 18 Uhr. Wir sind leider schon in der mehr oder weniger Herbstsaison angekommen. Das macht auch Sinn, weil der Typ beim Hinterlegen der Säckchen gesagt hat, wir sollen bitte bis 18 Uhr kommen. Ja, am besten vorher. Und ich habe mich schon gefragt, warum 18 Uhr, wenn der Park bis 19 Uhr offen hat. Aber es wird natürlich Sinn machen, dass Das macht Sinn. der Park jetzt schon um 18 Uhr zumacht. Und die Fahrgeschäfte, auch ein Hinweis an alle, die noch nie dort waren, die meisten Fahrgeschäfte machen schon um eine Stunde früher zu als der Park selbst. Das heißt, die letzte Stunde am besten noch vielleicht für kleine Erledigungen bezüglich Einkäufe oder auch in Miniland verbringen. Ja, auch das Aquarium ist übrigens schon zu, das heißt 17 Uhr und hier werden die Rollläden runtergelassen bei den Attraktionen. Es werden nur mehr die Leute reingelassen, die schon in der Schlange stehen. Dann werden wir einfach noch ein bisschen hier durchflanieren, lassen uns noch ein wenig die Sonne auf den Bauch. Naja, wir sind ja, Rita ist bauchfrei, ich eher weniger. Ich lasse mir die Sonne auf die Nase scheinen. Unser Bus geht draußen vor der Tür genau um 18 Uhr, also das passt dann eigentlich perfekt. Das stimmt. Ja. Jetzt noch kurze Unterbrechung. Wir haben den Park verlassen. Wir sind jetzt rausgegangen. War ein schöner Tag, gemütlicher Tag eigentlich auch. Gegen Abend sind wir dann noch mit ein paar Dingen gefahren. Wir haben uns jetzt noch einen Kaffee doch im Einstein gekauft. Rita geht nicht nach Hause ohne ihren Einstein-Kaffee. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur Bushaltestelle, die, ich weiß nicht, ob wir das zuerst ordentlich gefilmt haben. Hier ist das Eingangsportal und hier Gleich auf daneben der, ist die Haltestelle. je nachdem woher er kommt, jetzt von uns aus gesehen linken Seite ist der Busparkplatz und dort bleibt auch der Bus stehen, der uns hoffentlich wieder gut zum Bahnhof in Günzburg bringt. Könnt auch, wenn ihr zum Beispiel schwere Einkäufe habt, hier kurz parken. Das machen viele Leute, die mit dem Auto kommen und dann ihre Einkäufe nur schnell von der Rezeption abholen. Rita, was sagst du? Ich will den Tag vor dem Abend nicht loben, weil wir noch eine Fahrt nach Hause vor uns haben und uns schon gesagt wurde, es könnte ein wenig stressiger werden. Ja. Aber es war bis jetzt auf jeden Fall ein sehr schöner, gemütlicher Tag. Haben viel gesehen, viele Eindrücke im Gepäck, auch ein paar Teile im Gepäck. Und zeigen wir euch gerne in einem kleinen Haul-Video. Das machen wir natürlich. Und wieder viele, ja, auch interessante Gespräche geführt. Oh ja, sehr viele nette Leute wieder getroffen. Ihr seht, ich verstecke meine Nervosität etwas, weil ich Angst habe, euch einen Blödsinn erzählt zu haben. Aber die Bushaltestelle in Richtung Bahnhof müsste hier um die Kurve sein. Hier sind wir übrigens auch ausgestiegen, also nicht aus dem Reisebus hier, sondern hier. Ja, hier warten schon ein paar Leute. Aus dem Autobus. Der Park macht übrigens jetzt um 18 Uhr zu und genau um 18 Uhr fährt auch der Bus hier weg. Was sehr praktisch ist, wie ich finde. Es ist jetzt ein paar Minuten vor 18 Uhr, weil wir nicht gewusst haben, wo die Haltestelle ist. Aber und weil ich gerne pünktlich bin. Rita mag es nicht spät. Wir sind heute früh sehr spät am Bahnhof angekommen. Das war Rita fast zu spät. Jetzt Christoph ist der Typ, der in den Bahnhof hineingeht, wenn das angesagt wird, dass der Zug einfährt, was definitiv für mich zu spät ist. Ach. Aber bis jetzt erst ganz selten in meinem Leben einen Zug verpasst und sehr viel Zeit gespart. Ja, wir schauen jetzt mal, wie das hier vonstatten geht, melden uns dann wieder. Kommt da noch einer? Wir sind wieder zurück am Bahnhof. Interessanterweise, wie wir hergekommen sind an diesen Bahnhof, sind genau 2 Busse ins Legoland gefahren, was sehr entspannt war. Jetzt beim Heimfahren, der Park hat um 6 Uhr zugemacht. Um 6 Uhr ist ja eben auch der Bus gekommen. Da war nur mehr ein Bus und es war eine wilde Einsteigaktion. Ja, viel zu viele Leute, viel zu kleiner Bus. Es muss noch einige bei der Bahn oder bei der Busstation bleiben. Also ich sage,
Da wäre mir Kanada lieber gewesen, wo die Leute brav hintereinander anstehen und sich nicht gegenseitig niederprügeln. Aber gut, wir sind da. Ich glaube, es ist auch noch alles dran. Ja, hoffentlich haben wir auch unsere Einkäufe hier noch mit. Ja. Uns fährt hier gerade der ICE durch, den filmen wir, während du redest, Rita. Ja. Du hast auch noch was zum Klo am Bahnhof zu erzählen. Ich glaube, Leute, geht dort lieber nicht. Da nicht hin. Also ich habe gerade 50 Cent dafür gezahlt, dass ich zuerst den Fehler gemacht habe, noch einen Kaffee zu trinken. Und es gibt kurz vor dem Legoland gibt es ja auch eine Raststation, wo lauter LKW nur stehen bleiben. Also eine Autobahnraststation, genau, ja. Wo auch nicht die schönsten Toilettenanlagen sind. Die sind aber gratis. Hier zahlt man 50 Cent und die sind genauso grauslig wie die von der Raststation. Mhm. Also nicht zu empfehlen, die Toilette hier am Bahnhof Günzburg. Entsetzlich. Wirklich entsetzlich. Und dabei bin ich da wirklich nicht so hagelig wie andere. Ja, das stimmt. Rita geht wirklich, auch wenn es sein muss, ins Gebüsch. Schauen wir mal, wie jetzt die Situation weitergeht. Also wenn die Heimfahrsituation so bleibt, wie das jetzt gerade mit dem Bus war, dann sehe ich dunkle Zeiten auf uns zukommen. Unser Zug ist hier der zweite. München Hauptbahnhof hat jetzt schon 5 Minuten Verspätung. Vorher kommt anscheinend noch ein anderer, aber nach Regensburg wollen wir nicht. Und mit dem IC nach Salzburg können wir leider mit unserem Ticket nicht fahren. Wir werden jetzt mal schauen, wie die Situation hier so ist. Wir haben schon fast grauenvolle Geschichten gehört von anderen Reisenden. Wir haben heute übrigens sehr viel mit Leuten gesprochen, auch die gar nichts mit unserem Kanal zu tun hatten oder die uns gar nicht kennen. Jetzt auch im Bus wieder sehr nette Gespräche mit einem Kollegen aus Wien. Also kein YouTube-Kollege oder so, der hat uns gar nicht gekannt, aber haben uns ein bisschen unterhalten. Und ja, wir sind jetzt hier am Bahnhof Günzburg, wie ihr unschwer erkennen könnt. In etwa 20 Minuten sollte unser Zug dann eigentlich schon da sein. Und wir warten jetzt mal, wenn das so wird wie heute früh, dann gute Nacht. Übrigens, unser Kollege oder eben nur der Wiener, mit dem wir gesprochen haben, hat gesagt, sehr empfehlenswert ein Hotel in Günzburg. Direkt irgendwie beim Stadtplatz in der Nähe. Günstig und sehr nett, hat er gesagt. Und da kann man dann eben auch perfekt mit dem Legoland-Bus hin und her fahren. Ja, Sie zahlen etwa 120 € pro Nacht für die ganze Familie. Ja. Direkt daneben ist ein Rewe, hat er gesagt. Also dort kaufen Sie Frühstück, Brötchen und alles, was Sie brauchen, auch für die Kids. Ist natürlich auch eine Option. Das ist eine Option und Sie fahren zu den Zeiten mit den Zügen, wo nicht so viel Betrieb ist. Leider nicht wie wir. Aber man lernt ja auch immer wieder was dazu. Heute war ein sehr ereignisreicher und auch lehrreicher Tag für uns. Stimmt, eigentlich hätten wir in Günzburg übernachten können. Jetzt eine Nacht und morgen gilt das Ticket auch noch einmal. Ja, also falls es schwierig wird, hier einen Platz im Zug zu finden, wir haben ja leider auch die Einkäufe hier. Dann übernachten wir heute dann hier. Dann geht es morgen früh erst nach Hause. Da gilt das Ticket ja auch noch. Ja. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall jetzt ganz fit. Habe zwar keine Lust, jetzt 2 Stunden im Zug nach München zu stehen, aber wir werden schauen, was sich machen lässt. Wir melden uns wieder, wenn der Zug da ist. Nächstes Mal, ja. Ja, Pläne ändern sich halt manchmal. Wir sind jetzt ungefähr 2 Stunden im Regionalzug von Günzburg hier nach München her gestanden. Der Zug hatte einiges an Verspätung und deswegen haben wir unseren Anschlusszug jetzt verpasst und sind jetzt hier noch im Münchner Nachtleben unterwegs, mehr oder weniger. Direkt vom Bahnhof auf eine Currywurst. Ich habe eine Bratwurst und Rita hat Fanta bestellt. Wie schmeckt's, Rita? Wunderbar. Ja, also wir haben jetzt noch ein bisschen zu warten, bis unser Anschlusszug dann, es ist jetzt glaube ich 9, unser Anschlusszug geht kurz vor 10. Noch ein wenig Wartezeit. 2 oder 3 Minuten verpasst. Ja, also wir haben den Zug noch wegfahren sehen, aber es ist sich leider nicht mehr ausgegangen. Ja. Komplett überfüllt, der Zug, aber wieder sehr nette Gespräche geführt. Ich habe das Gefühl, wir haben heute mehr geredet als, keine Ahnung, die letzten, weiß ich wie viele Tage zusammen. Weil wir wieder ein sehr nettes Gespräch geführt haben. Wir mussten dann ein bisschen weiter hinein in den Zug und haben dann mit anderen Leuten weitergeredet. Also nicht über Lego, auch über Lego, aber mit alles Mögliche erfahren und sehr interessant. Ja, jetzt sind wir hier, falls ihr fragen solltet. Also falls ihr jemanden Neuen kennenlernen wollt, da bringt das 9-Euro-Ticket definitiv.
Ja. Aber ja. Gut, schauen wir, wie es weitergeht. Jetzt mal Abendessen und dann schauen wir, wo der Zug nach Salzburg wegfährt. Kurz vor Mitternacht und wir sind wieder zu Hause in Salzburg. Ihr seht, Rita ist jetzt bei der Fahrt eingeschlafen Ja. und dementsprechend gut drauf. Ja, die Fahrt war jetzt ein bisschen besser von München hierher. Das Einzige war, dass wir, was ist jetzt? Rita übernimmt die Kamera. Ich helfe dir. Es war wieder ein Stromausfall am Bahnhof München Ost. Ja. Das heißt, wir sind dort eine ganz schöne Zeit gestanden. Ziemlich viel Verspätung, dann jetzt erst hierher gekommen. Was ist dein Fazit, Rita, des heutigen Tages? Ich bin kein Zugfahrfan. Ich weiß, dass viele Zugfahrfans sind. Und vielleicht mit modernen Superzügen, ja, aber nicht mit deutschen Zügen, die nach Günzburg fahren. Regionalbahn. Ja, ich glaube, das Problem war heute einfach das, dass wir erstens die Regiobahn genommen haben und nicht den schnelleren Zug und dass aufgrund des 9-Euro-Tickets hier einfach jede Menge los war. Und die Züge so sind verspätet. Verspätungen. Das im oder in Günzburg und zum Legoland mit dem Bus hat eigentlich, bis auf dass die Busse dort auch sehr voll waren, eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Auf Auto. Also da könnt ihr, wenn ihr einen guten Zug hin habt, ohne weiteres eigentlich vom Günzburger Bahnhof dann zum Legoland fahren. Wir sind oder jetzt, wenn ihr in Günzburg übernachtet. Einfach so, Genau. ist sicher eine super Anbindung. das ist sicher möglich. Aber wir sind jetzt insgesamt 6 Stunden, mehr als 6 Stunden unterwegs gewesen. Insgesamt, seitdem wir das Legoland verlassen haben. Das ist natürlich schon, mit dem Auto schaffen wir es teilweise in unter 3 Stunden. Das ist schon ein ganz schöner Brocken Zeit, auch wenn wir eigentlich Geld gespart haben heute mit den Zugtickets. Was schon, sind seit 19 Stunden auf den Beinen und mit auf den Beinen kann man wirklich so sagen, denn wir haben im Legoland nicht viel gesessen und auch in den Zügen zum Teil nicht, weil sie so voll war. Also da mehrere Stunden stehen, das ist schon anstrengend. Es war auf jeden Fall ein schönes Experiment. Wir haben es einfach erlebt und rausgefunden. Wir haben mit vielen tollen Leuten geredet. Das stimmt. Das nächste Mal bitte der Vorschlag, keine Ahnung, mit Privatchat oder Hubschrauberflug. Ja, das war ja eigentlich ein Vorschlag von euch. Oder ihr habt ja keine gesagt, Ahnung. wir sollen mal mit dem Zug dorthin fahren. Und nicht Regionalbahn. Richtig, ja. Also wir werden jetzt mal das Ganze ein wenig sacken lassen. Wir hatten, und Rita, du darfst das auch jetzt bitte nicht so abstempeln, wir hatten einen super tollen und schönen Tag im Legoland. Wir haben toll eingekauft, wir haben bei diesem Weltrekord mitgemacht. Wir haben, wir sind mit Attraktionen gefahren, wir haben viele Leute gesehen, gesprochen und so weiter. Also es Aber war das Legoland an sich war schon immer toll. toller Tag. Das, was jetzt natürlich ein wenig doof war, war einfach die An- und Abreise. Aber ich habe mehr oder weniger damit gerechnet, oder wir haben damit gerechnet, aber nicht, dass es so schlimm ist. Nein. In den deutschen Zügen. Aber es ist noch Ferienzeit in Bayern, Ferienzeit in Baden-Württemberg, auch Ferienzeit bei uns in Österreich. Das nutzen natürlich viele Leute, wenn das Wetter noch schön ist. So oft wie heute das gehört, dass die Deutsche Bahn totgespart wurde, haben wir noch nie gehört. Und das nicht mal von grantigen Passagieren, sondern einfach ganz eher netten älteren Herren. Ja, also was wir heute geredet haben, also Das kann schon unglaublich. Ja. Und wir haben jede Menge kennengelernt. Die Orte, die wir sonst nur von der Autobahn kennen, haben wir jetzt auch mal wenigstens die Bahnhöfe gesehen, genauso Günzburg. Und ja, also ich falle heute, hoffentlich, wenn wir jetzt in ein paar Minuten zu Hause sind, ihr wisst, wir wohnen in der Nähe vom Salzburger Hauptbahnhof, gehen jetzt noch zu Fuß nach Hause, fallen mehr als tot ins Bett. Ja. Und ja, das soll es gewesen sein mit unserem kleinen
Vlog-Experiment im Legoland. Ich glaube, wir haben jede Menge Filmmaterial im Kasten. Werden wir jetzt in der nächsten Zeit mal alles schneiden und anschauen, was da Brauchbares für euch dabei ist. Und dann würde es uns freuen, wenn ihr uns eure Meinung schreibt, wie es euch gefallen hat. Erstens, ob ihr schon mal mit dem Zug im Legoland wart, was ihr von dem Weltrekord haltet und alles, was wir heute so gemacht haben. Schreibt uns das sehr gerne. Wir haben ja auch Leute getroffen, die schon diese Saison 15, 16 Mal im Legoland waren. Also unglaublich, noch mehr als wir. Das heißt, ja, seid ihr wohl zum Teil sogar mehr Experten als wir. Und ja, wir werden jetzt mal schauen, wann wir wieder mal hinkommen und ob das mit dem Auto oder mit dem Zug sein wird. Sicher mit dem Auto. Und Ja. wenn ich selber fahren muss. Also die Sache ist halt, Na. ich habe schon zu Rita gesagt, ich habe mich heute auch in den Zug reinstellen können. Zum Teil bin ich auch gesessen und musste nicht 600 Kilometer mit dem Auto fahren. Das war schon irgendwie auch ein wenig angenehmer. Aber dadurch eben, dass die Züge so voll waren, war das dann auch wieder ein bisschen seltsam. Jetzt war auch noch die Einfahrt des Salzburger Bahnhofs blockiert und der Zug musste warten. Also es hat wirklich heute mit der An- und Abreise viele Probleme gegeben. Aber ich habe zu Rita schon mal gesagt, wir sind auch manchmal, wir beenden das Video ja meistens vor den Toren des Legolands und sagen dort Tschüss. Und heute gehen wir gleich dort rechts, das ist ein bisschen kürzer. Wir nehmen die Abkürzung nicht über den Zebrastreifen, sondern über die Straße querfeldein. Wir beenden die Videos normalerweise immer vor den Toren des Legolands und sagen dann Tschüss und haben dann auch noch eine eigentlich meistens anstrengende Heimfahrt vor uns oder besser gesagt für mich, den Fahrer speziell 3 Stunden Verkehr in München und so weiter, schlechte Autobahn rund um den Chiemsee und heute sind wir halt im Zug gestanden. Ja, es war auch nicht gerade angenehm, aber wir haben es probiert. Schreibt uns gerne, wie es bei euch war, wenn ihr auch schon mal mit dem Zug dort wart und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder. Rita, Gute Nacht. ihr seht, mit dieser Frau kann man heute keinen Krieg mehr gewinnen. Nein. Deswegen gehen wir jetzt dann in Richtung Bett. Bis bald. Ja. Tschüss. Tschüssi.